Francis Couperin schreibt in seinem Buch Die Kunst, das Clavecinne zu spielen aus dem Jahre 1716. Aber die Franzosen stürzen sich gern auf das Neue, und zwar auf Kosten des Richtigen, das sie besser zu erfassen vermeinen als die anderen Nationen. Nach allem muss man sich darüber einig sein, dass die eigens für das Clavecinne geschriebenen Stücke ihm stets besser anstehen werden als die anderen. Indessen gibt es in den leicht flüssigen Sonaten Stellen, die auf diesem Instrument ziemlich gut herauskommen. Das sind diejenigen, in denen der Diskant und der Bass immer in Bewegung sind, wie zum Beispiel in der nachfolgenden Allemande. Und da bringt dann Couperin ein hübsches, ziemlich bekanntes Stück, eine Allemande in d-Moll auf D, ohne Vorzeichen, und dokumentiert oder zeigt genau das, was er hier beschrieben hat, was er auch als besonders gute Musik erachtet, dass Bewegung vorhanden ist. Und er hat es ganz schön gemacht, wenn die eine Stimme auch ein bisschen ruhiger wird, kurzzeitig, dann wird die andere Stimme, die Gegenstimme, erst recht zum Motor. Hat er extra diese Allemande als Beispiel hier so angefügt und daher dieser Kommentar. Und wenn man dann so rumschaut, was haben Komponisten davor und danach gemacht, der Gedanke, den Couperin hier schriftlich äußert, der war anderen Komponisten bekannt. Man war auch zuvor schon bemüht, vor allem in Suitensätzen, in Allemanden, Couranten, dass man eben diesen Motor, dieses Vorantreibende, diese Bewegung in den Stimmen, zumindest in den Außenstimmen, Melodie und Bassstimme hat. Und man kann das zurückverfolgen, auch zu anderen Komponisten, sehr schön. Und ein besonders wichtiger Meister hat das natürlich auch aufgegriffen und dann in Form von Inventionen oder Sinfonien, ja, fast schon auf die Spitze getrieben. Okay.